Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian. Ich bin Spieleentwickler und möchte mit euch heute ein kleines Tutorial machen, das sich um die Lerp-Funktion in Unity dreht. Also, wir machen ein kleines Skript, mit dem man Animationen, Übergänge, kleine Übergänge auch ohne den Animator machen kann. Ihr seht ja hier, steht ja auch ein bisschen dran, was passieren soll. Also eine Rotation Loop, ein Scale und so weiter, seht ihr selbst. Jetzt zeige ich euch das dazugehörige Skript. Das ist dieses Easy Transition. Da hat man einmal den Transition Type, was man animieren will. Also Position, Scale, Rotation, Image Color, Sprite Color, Mesh Renderer Color. Dann hat man die Animation Curve. Das ist die ganz normale Unity Animation Curve, mit der man Verhalten, also zeitlich die Animation regeln kann. Dann hat man, je nachdem was zutrifft, Vektor 3 für Scale, Position oder Rotation, dann Euler Angels. Dann hat man eine Farbe für Image, Sprite oder Mesh Renderer. Die Dauer der Animation, dann ob starten soll, direkt bei Enable und dann am Ende nochmal ein Event, der ausgelöst wird, wenn die Transition fertig ist. Und dann nochmal eine Verzögerung, bis der Event startet. Über diesen Weg mit dieser Animation, mit diesem Event hier unten, kann man auch sowas hinbekommen, dass man das quasi neu startet, indem man einfach diese Restart Backwards Methode aufruft, die hier zu dem Easy Transition Skript gehört. Und da wird das Ganze einfach nochmal neu rückwärts gestartet. Das zeige ich euch gleich im Skript. Und so kriegt man dann auch hier eine Animation, also eine Loop-Animation hin, obwohl es eigentlich nur eine Transition, also ein Übergang sein soll, das Skript. Und man kann natürlich genauso, wenn man keinen Loop machen will, hier zum Beispiel das Game-Objekt ausschalten, was hier der Fall ist bei dem und dem. Also ich habe jetzt mal die anderen weggemacht, dass man das mal sieht. Der fährt also los und 2 Sekunden später aktiviert er hier den anderen, der skaliert, wartet 2 Sekunden und schaltet sich dann alleine ab. Das gucken wir uns mal an, wie das geht genau. Also der fährt, hält an, skaliert hoch und schaltet sich aus. Gut, wie ist das gemacht? Erstmal, das ist die Transition von dem hier. Der hat halt Position, ist ja klar, der ändert die Position. Dann hat er hier dieses Animationsverhalten, 2 Sekunden und dann am Ende ruft er, wenn er am Endpunkt angekommen ist, von dem anderen Game-Objekt, also von diesem hier, die Methode Start Transition auf. Dann läuft dort die Transition los, also das gleiche Skript. Hier, wie gesagt, alles läuft. Und dann nach Ende 2 Sekunden warten, kommt dann Set Active to False, ne? Hier. Also, man kann über dieses einfache Skript auf diese Art mit den Events die Objekte, die so ein Transition-Skript haben, verketten und dann also nicht nur Transitions dadurch hinbekommen, sondern durchaus dann auch Animationen, wenn man das entsprechend verkettet. Ne? Und jetzt schauen wir uns mal kurz das Skript ein bisschen an. So, dann haben wir hier das Easy Transition Skript. Da haben wir erstmal ein Transition Type für die verschiedenen Animationstypen. Haben wir gerade gesehen, konnte man da einstellen. Dann haben wir hier Member Transition Type, also das Enum Type. Dann haben wir die Animation Curve, die das zeitlich die Animation regelt. Dann haben wir Vektor 3 Target Transformation und eine Color Target Color, die jeweils je nachdem, was animiert werden soll, kommen dann zum Tragen. Dann haben wir die Dauer, Start on Awake ist klar, ein Unity Event, der gefeuert wird, wenn das Ganze hier fertig ist, die Transition, und ein Float für die Verzögerung, bis das Event gefeuert wird. Dann haben wir hier ein Action, das ausgelöst wird, wenn die Transition zu Ende ist. Das spielt halt nur eine Rolle, wenn man von außen die Möglichkeit nutzt, dieses Skript auch von außen anzusprechen und eine Animation zu starten. Dann haben wir 2 Felder Last Color und Last Start Vector. Das wird benutzt, um nachher dieses Rückwärtslaufen hinzukriegen. Gucken wir uns auch gleich noch an. Dann ist klar, Start on Awake. Da geht es jetzt hier durch einen Switch und ruft jeweils die Coroutine auf.
Also die jeweiligen Transitions, One Scale Transition und so weiter, seht ihr ja. Nochmal zwei Überladungen von Z-Transition. Einmal, dass man von außen die Target Transformation setzen kann und einmal, dass man die Target Color setzen kann und die dazugehörigen Member. Dann haben wir Restart Backwards, habe ich gerade schon gezeigt. Also wenn man das aufruft, dann wird das Ganze nochmal rückwärts gestartet. Also hier quasi Target Color wird Last Color und Target Transformation wird Last Start Vector und dann läuft es nochmal los und so kommt dann ein Loop zustande über diesen Weg. Jetzt gucken wir uns das hier mal beispielhaft an diesem One Position Transition an. Erstmal haben wir hier also eine Coroutine, dann haben wir hier ein Float mit vergangener Zeit, Time-Elapsed, dann haben wir einen Start-Vektor, der wird auf die Transform Position, also die Position beim Start gesetzt. Dann merken wir uns den Last-Vektor, dann schauen wir durch eine While-Schleife, ist die Zeit schon größer als die Dauer, dann ist hier Schluss bei der While-Schleife. Ansonsten sind wir hier drin und rechnen uns jeweils t aus, also die vergangene Zeit durch die Gesamtdauer. Mit diesem t fragen wir die Animation Curve ab, wo die gerade steht und holen uns den Wert. Und diesen Wert benutzen wir hier für Lerp. Und Lerp steht für lineare Interpolation. Müsst ihr euch mal angucken in der Unity-Dokumentation. Ist eine tolle Sache, gibt es für die verschiedensten Klassen. Dieses Lerp gibt jetzt quasi die Werte zurück, die zwischen diesen beiden Vektoren liegen. Also zwischen dem Start-Vektor und dem Target Transformation. Und dieses Curve t, das liegt zwischen 0 und 1. Also wenn hier eine 0 ist, dieses Curve, dann wird der Startvektor zurückgegeben. Wenn das hier eine 1 ist, dann wird die Target Transformation Vektor zurückgegeben. Wenn es hier 0,5 ist, hier das Curve t, dann wird die Mitte zwischen denen zurückgegeben. Auf diese Art kann man also hier animieren und zwar eigentlich linear, aber mit Hilfe der Animation Curve kann man das Ganze dann eben auch anpassen und ein langsames Einlaufen und Auslaufen hinbekommen auf diesem Weg. Indem man eben nicht hier direkt 0 und 1, also Werte zwischen 0 und 1 linear benutzt, sondern das Ganze mit Evaluate von der Animation Curve holt. Gut, dann wird die Zeit hochgezählt und am Ende, wenn es durchgelaufen ist, wird die Position auf die Target Position gesetzt, weil das hier kann nie den Endwert erreichen. Der wird immer ganz leicht drunter liegen. Deswegen wird hier nochmal quasi der Endwert gesetzt. Dann wird eine Coroutine gestartet, die On-End Transition. Und da gucken wir mal kurz rein. Hier wird einfach nur diese On-End Event Delay gewartet. Dann wird der On-End Event gefeuert. Dann wird geguckt, ist die On-End Action ungleich null und dann wird die On-End Action gefeuert. So, also jetzt waren wir hier bei der One Position Transition. Zum Schluss die anderen Methoden, also zum Beispiel die One Scale Transition, die funktionieren eigentlich im Grunde ganz genauso und eventuell hätte man das auch in einer Methode zusammenfassen können, aber die wäre sehr groß gewesen, weil man ja dann jeweils sich die richtigen Werte suchen muss, die richtige Referenz suchen muss und so weiter. Da habe ich das lieber so gemacht, dass ich hier für jedes einzelne extra Transition habe und dann ist es zwar ein bisschen mehr Quelltext, aber dafür ist er übersichtlich und wird nicht so eine Riesenmethode. Deswegen ist es hier fast das gleiche, das aber eben nur für Transform Local Scale, dann nicht mehr für Position und dann entsprechend die anderen Werte sind halt angepasst. Rotation, da ist es dann eben quaternion.lerp und nicht vector3.lerp. Und ansonsten analog zu dem anderen. Und bei Color ist es im Grunde auch ganz genauso. Da ist es color.lerp und der Rest ist im Grunde genauso. Man muss natürlich sich dann jeweils das Richtige suchen hier. Also die Komponente Image hier in dem Fall wird hier gedruckt mit try_get_component. Wenn die da ist, geht er hier rein und führt das alles aus. Ansonsten passiert gar nichts. Beim Mesh-Renderer genauso. Auch color.lerp. Also alles analog zum dem anderen oben. Und dann gibt es noch Sprite Color. So, End Transition hatten wir schon. Das war das Skript. Ja, also dann gehe ich mal zurück nach Unity.
und will noch mal kurz zeigen, wie ich dann hier dieses Skript auch zum Beispiel für ein Fenster verwendet habe. Und zwar habe ich hier noch ein kleines Windows-Skript drauf. Da ist nur der Close-Button dran gehangen. Ich aktiviere das Ganze mal, dass man es mal sieht. Also da haben wir jetzt hier so ein Fenster und dann gibt es hier diesen Open-Button noch dazu. Und dann können wir das mal probieren. Also der öffnet, öffnet, ist. Also auch dafür kann man dieses Transition-Skript benutzen. Und wenn ich das jetzt beende, dann seht ihr, dann ist es hier gar nicht drin. Das wird also zur Laufzeit zugefügt. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an kurz, wie das genau gemacht ist. Und zwar haben wir hier unsere Window-Klasse. Da haben wir erstmal nur den Close-Button und dann eben dieses Easy Transition. Hier wird erstmal der Listener für den Button aktiviert. Der ruft halt dann Close auf, ne, wenn der Button gedrückt wird, der Close-Button. Jetzt kommt diese Komponente Easy Transition dazu und hier wird dann die Easy Transition von außen gesetzt über diese Methode Set Transition, also über diese hier. Eine von den beiden. Und in dem Fall ist es jetzt die Scale Transition. Dann wird eine Animation Curve Konstante Ease in Out. Also hier wird eine Animation Curve ausgegeben mit einem bestimmten Verhalten, also langsames Ein- und Auslaufen. Hier wird animiert zu Vector 1 hin, also 111 XYZ. Das ist hier die Animation Time von 0,6 und hier ist Null, nämlich der Action ist hier nicht benutzt, ist hier Null. Action ist dann beim Schließen benutzt, weil da müssen wir wissen, wann ist die Animation beendet, damit wir dann dann eine Methode zum Abschalten aufrufen können. Und das macht dieses Action. Also hier ist alles wie gehabt, nur dass zu Vector 0 hin animiert wird. Und dann wird mit dem Action diese Methode Disable übergeben und hier dann eben ganz am Ende gefeuert. Somit weiß das Windows-Skript, dass die Animation beendet ist und kann dann das Fenster deaktivieren. Das war's. Also mit dem Skript sind die verschiedensten Dinge möglich. Wie gesagt, auch Animationen über den Weg, die Events miteinander zu verketten, beziehungsweise mit den Events andere Methoden aufzurufen. Wenn man das geschickt verknüpft, kann man da eine ganze Menge Sachen machen. Zum Beispiel wie hier auch bei dem, da ist es ja erst ein Kästchen, also ein Kasten, eine Box und dann animiert die Farbe und dann wird es ein Zylinder. Und das gucken wir uns kurz nochmal an. Und zwar, das ist dann hier die Color Animation. Und da sehen wir die Transition, also Mesh Renderer Color wird hier animiert. Und dann nach 3 Sekunden ist das erreicht, die blaue Farbe. Dann 2 Sekunden wird hier gewartet und dann wird hier das Event ausgelöst. Und da wird der Mesh-Filter hier von Cube auf Zylinder gesetzt. Also da kann man eine ganze Menge Nützliches mitmachen und zwar ohne, dass man den Animator benutzt. Für manches ist der Animator einfach Kanonen auf Spatzen und da ist so ein Skript mitunter sehr viel praktischer. Deswegen wollte ich euch das mal zeigen und ich hoffe, das hat euch was weitergebracht und nützt euch was. Wenn ja, dann lasst ein Like da, vielleicht macht ihr auch ein Abo, würde mich freuen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.